Morgen erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von 7 bis 9 Grad. CCR Car Culture Rendezvous mit Philipp Tschaikowski. Die meisten Autos wurden für Menschen gebaut. Für Komfort, für Praktikabilität, für den täglichen Wahnsinn des Verkehrs. Aber dieses Auto wurde nur für eine einzige Sache gebaut. Das ist der BAC Mono, das reinste Fahrerauto der Welt. Ein Auto, das keine Kompromisse eingeht. Ein Auto, das sich nicht dafür interessiert, ob man es als praktisch empfindet. Denn es ist nicht praktisch. Es ist auch nicht bequem. Aber es ist dafür gemacht, alles andere auf 4 Rädern zu vernichten. Die Idee für dieses Auto stammt von 2 Brüdern aus Liverpool, Ian und Neil Briggs. 2009 gründeten sie BAC mit einer einzigen Mission: ein Auto zu bauen, das sich fährt wie ein Formel-3-Rennwagen, aber für die Straße zugelassen ist. Ein Auto, das alles weglässt, was überflüssig ist. Ein Auto, das genau genommen völlig verrückt ist. Ian hatte zuvor als Designer für Porsche und Mercedes-Benz gearbeitet, während Neil als Ingenieur für Bentley und Ford tätig war. Doch anstatt für große Hersteller Supersportwagen zu bauen, entscheiden sich die beiden, etwas völlig Eigenes zu erschaffen. Es gibt keine Fahrmodi, es gibt keine Klimaanlage, und falls du dachtest, du könntest deinen Laptop irgendwo hinlegen, dann kauf dir ein Kombi. Es gibt kein Spiel in der Lenkung, kein Warten auf eine Reaktion. Der BAC Mono wurde nicht nur für die Straße entwickelt, er ist die Straße. Das hier ist nicht wie ein McLaren oder ein Ferrari. Du kannst dich nicht auf Elektronik verlassen. Das hier ist wie ein Kampfsporttraining für Autofahrer. Bevor man einsteigt, sind Dehnübungen Pflicht. Denn anders kann ich mir nicht vorstellen, wie man da unbeschadet reinkommt. Der BAC Mono, ein Auto, das so kompromisslos ist, dass es sich weigert, Kompromisse überhaupt in Betracht zu ziehen. Mit einer Länge von 3,95 Metern ist er tatsächlich kürzer als ein Mazda Roadster in der Modellvariante NA von 1989, der auf 3,97 Meter kommt. In der Breite misst der Mono 1,80 Meter, was ihn breiter macht als eine Honda Civic Type R in der Modellvariante EK von 1998, der nur 1,70 Meter misst.
Ein Einsitzer, der mehr Raum einnimmt als ein praktischer Kompaktwagen mit 5 Sitzen. Man stelle sich das nun mal vor. Und dann die Höhe. Mit nur 1,11 Meter ist der Mono flacher als ein Porsche 911 Carrera RS in der Modellvariante 964 von 1992, der auf 1,27 Meter kommt. Man sitzt quasi so nah am Asphalt, dass man beinahe die Ameisen husten hört. Der Radstand 2,56 Meter, das ist länger als beim Toyota MR2 GTS von 1997, der einen Radstand von 2,41 Meter hat. Mehr Radstand, aber weniger Auto drumherum. Seine äußerst clevere Aerodynamik verhindert ein versehentliches Wegfliegen bei starkem Wind. Diese drückt ihn mit über 500 Kilogramm auf den Asphalt. Man braucht also keine Angst haben, wenn man von einer Windböe einfach so in eine andere Spur geschoben wird. Das ist kein Auto, das ist ein Asphaltvampir. Die Brüder Ian und Neil wollten das leichteste und steifste Chassis der Welt bauen. Doch anstatt einfach nur Carbonfaser zu verwenden, wie es jeder andere Supersportwagenhersteller tut, entschieden sie sich für graphenverstärkte Carbonfaser. Graphen ist 200 Mal stärker als Stahl, aber unfassbar leicht. BAC ist der erste Autohersteller der Welt, der Graphen für ein Straßenfahrzeug verwendet hat. Nun, man könnte sich fragen, was das bringt. 20% weniger Gewicht, 20% mehr Stabilität. Das bedeutet, dass der BAC Mono steifer und gleichzeitig leichter ist als praktisch jeder andere Supersportwagen. Das hier sind die leichtesten 17 Zoll Felgen der Welt. Und sie sind ebenfalls aus Carbon. Das spart über 20% Gewicht an Vorder- und Hinterachse. Und warum ist das wichtig? Jedes Gramm weniger an den Rädern bedeutet, dass das Fahrwerk schneller reagieren kann. Der BAC fühlt sich dadurch noch direkter an, als ob man die Straße mit den eigenen Händen berühren würde. Die meisten Autos haben eine gewöhnliche Einzelradaufhängung. Der Mono? Pushrod-Aufhängung. Die gleiche Technik, die Red Bull und Mercedes in ihren F1-Autos verwenden. Jetzt also auch für die Straße. Dieses Auto liegt so stabil in Kurven, dass man glaubt, die Gesetze der Physik wurden für einen ausgesetzt. Und das bedeutet, dass er extrem schnell ist. 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h. Das Problem ist nur, er ist so kompromisslos, dass man sich fragt, ist das wirklich noch ein Auto wie die Straße? Oder hat jemand einfach vergessen, die Straßenzulassung zu entziehen? Wie kompromisslos ist er also wirklich? Nun, es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden. Willkommen zur Kann irgendwas den Mono schlagen Challenge. Hier sind die Herausforderer und sie haben alle eine Mission: den Mono besiegen. Das ist der KTM Crossbow R. Ein Auto, das aussieht, als hätte ein Motorrad beschlossen, 4 Räder zu tragen. Er hat 300 PS, 790 Kilogramm, ist also schwerer als der BAC, aber immer noch ein Fliegengewicht im Vergleich zu fast jedem normalen Auto. Das hier ist der Radical SR3 SL
Oder anders gesagt, ein echter Rennwagen, den du auf der Straße fahren darfst. Er hat 300 PS und wiegt 775 Kilogramm. Jedes dieser Autos ist leicht, radikal und extrem schnell. Aber kann irgendeines den BAC Mono schlagen? Dieses erste Duell kann der BAC ganz klar für sich entscheiden. Wenn man also auf der Straße unterwegs ist und etwas weniger harte Arbeit möchte, dann ist der KTM vielleicht die bessere Wahl. Aber wenn du das reinste Fahrerlebnis suchst, dann nicht. Und dann haben wir dieses Ding hier, den Radical SR3 SL. 240 PS, 775 Kilogramm und eigentlich kein Straßenauto, sondern ein Rennwagen, der zufällig Nummernschilder tragen darf.
Also, was haben wir gelernt? Der KTM ist sicherer und alltagstauglicher, aber auch schwerer und nicht so direkt. Und der Radical? Nun, wenn du nichts anderes im Leben hast außer Rundenzeiten und einem sehr guten Orthopäden, dann ist er fantastisch. Aber dieser hier ist das einzige Auto, das wirklich alles richtig macht. Kein einziges dieser Autos kann ihn auf der Straße und der Rennstrecke schlagen. Ja, er ist hart, ja, er ist unpraktisch und ja, er kostet einen Haufen Geld für ein Auto, das nicht mal Türen hat. Aber er ist perfekt. Wenn es um pures Fahren geht, bleibt der BAC Mono der König. Was wir hier haben, ist ein Auto, das keinen Turbo, keine Elektronik, keine Traktionskontrolle hat und trotzdem schneller ist als seine zwei härtesten Konkurrenten. Es ist fast, als hätte BAC etwas gebaut, das verboten gehört. Autos wie dieses gibt es nicht mehr oft. In einer Welt, in der alles bequemer, leiser und sicherer wird, ist der BAC Mono eine Erinnerung an eine Zeit, in der Autos noch eine Herausforderung waren. Ja, der BAC Mono ist hart. Ja, er ist unpraktisch. Und ja, er macht keinen Sinn für 99,9% aller Fahrer. Aber für die 0,1%, die wirklich verstehen, was es heißt, ein Auto zu fahren, ist dies vielleicht das Beste, was jemals gebaut wurde. Ein Auto, das nicht wie ein Auto aussieht, ein Auto, das sich nicht wie ein Auto verhält, ein Auto, das genau einen einzigen Sitz hat. Ich möchte mit einer einfachen Frage anfangen, meine Herren. Warum nur ein Sitz? Ja, warum nicht? Ich meine, wenn man schon eine Midlife-Crisis hat, warum sollte man dann jemanden mitnehmen, der sie kommentiert? Ja, aber mal ehrlich, ein Auto mit einem einzigen Sitzplatz ist so nützlich wie ein Hotelzimmer ohne Bett. Klar, du kannst es nutzen, aber willst du das auch wirklich? Und dann dieser Moment, wenn man an einer roten Ampel steht, sich nach rechts dreht, um mit jemandem zu reden, und dann merkst du, ups, niemand ist da. Perfekt für introvertierte Menschen, die beim Autofahren keine Gespräche führen wollen. Oder für Leute, die sich generell für die letzten Genies ihrer Zeit halten. Genau. Der BAC Mono ist das Auto für den Typ Mensch, der seine eigenen Blogartikel kommentiert. Ein Auto für den Kerl, der sich mit sich selbst im Spiegel unterhält und den Dialog gewinnt. Oder für jemanden, der so oft über seine eigenen Witze lacht, dass er sowieso niemanden dabei braucht. Lasst uns über die Alltagstauglichkeit reden oder die Abwesenheit davon. Ist unpraktisch das neue cool? Denn wenn der BAC Mono ein Werkzeug wäre, dann wäre er mit Sicherheit eine Kettensäge ohne Griff. Ja, oder ein Staubsauger ohne Stromkabel. Irgendwie cool, aber in der Praxis eher eine Lachnummer. Ich meine, er hat keinen Kofferraum. Okay, nur eine kleine Ladeluke vorne. Aber da kannst du höchstens eine kleine Einkaufstüte reinpacken. Mehr geht da einfach nicht rein. Doch, wenn du den Salatkopf festhältst, während du fährst. Wenn du damit zur Arbeit fährst, kannst du nur hoffen, dass dein Chef nicht von Aktenordnern hält. Oder von Arbeitskleidung. Oder von der Idee, pünktlich und trocken anzukommen. Und dann stell dir mal vor, du hast ein Date und holst jemanden mit dem BAC Mono ab. Du fährst vor, dein Date sieht dich an und fragt, und wo soll ich sitzen? Und du sitzt einfach nur lässig. Tja. Ja, spätestens dann ist klar, du wirst in diesem Leben niemals zusammenziehen, weil du offensichtlich nicht für ein Leben zu zweit gebaut bist. Erstmal ehrlich, ist BAC ein visionäres Unternehmen oder einfach nur eine Firma, die auf alles pfeift? Ich denke, sie sind wie ein rebellischer Teenager. Während andere Hersteller sich mit Elektroautos und Nachhaltigkeit und den ganzen Krams beschäftigen, steht BAC in der Ecke, raucht lässig eine Zigarette und sagt,
Mir doch egal. Es ist, als hätte jemand bei BAC gesagt, Autos sind viel zu praktisch geworden. Lasst uns das ändern. Und dann hat ein anderer gesagt, und wie wäre es mit deinem Dach? Und die Antwort war, halt die Klappe, Kevin. Das Faszinierende ist ja, dass sie es wirklich ernst meinen. Die Brüder Briggs haben den BAC gebaut, weil sie glauben, dass die Welt ein Auto wie dieses braucht. Aber tut sie das wirklich? Oder ist das so, als würde jemand behaupten, die Welt bräuchte noch eine Sorte glutenfreie Kartoffelchips mehr? Ich glaube, die Welt braucht BAC nicht, aber sie braucht die Tatsache, dass es BAC gibt, weil es zeigt, dass man sich nicht immer dem Mainstream beugen muss. Oder anders gesagt, BAC ist wie ein Künstler, der Bilder mit seinem Ellbogen malt. Ist es sinnvoll? Nein. Ist es beeindruckend? Absolut. Kommen wir nun zur Fragen aller Fragen, zum Kasus Knaxus. Würde sich einer von uns dieses Auto kaufen? Wenn Geld keine Rolle spielt? Nein. Ja, weil du dann auch das nötige Geld für ein anderes Auto hättest. Ich würde mir ihn kaufen. Aber nur um ihn jemandem zu schenken, der denkt, er wäre ein toller Fahrer. Um dann zu sehen, wie er damit klarkommt. Oder auch nicht. Ja. Ich würde ihn mir kaufen, aber nur um ihn in einer Glaskuppel zu stellen und mit einem Schild zu versehen. Hier sehen Sie eine ausgestorbene Art. Ein Auto ohne Assistenzsysteme, das den Fahrer für seine Fehler bestraft. Bitte nicht füttern. Ich würde sagen, Florian, dies ist ein wunderbarer Schlusssatz, um diese Diskussion und diese Sendung zu beenden. Ich danke euch wie immer fürs Dabeisein und Mitdiskutieren. Und damit sagen wir drei, danke fürs Zuhören, verehrte Zuhörer. Falls Sie Geld übrig haben und keine Freunde, BAC wartet auf Ihren Anruf. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Tchaikovsky. Danke fürs Zuhören und denken Sie daran, bleiben Sie in Fahrt, bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Car Culture Rendezvous. Au revoir.